Herzlichen Glückwunsch zu einem der besten Mikrofone der Welt, dem Shure SM7B. Wie ihr das Ganze anschließt und da auch eine gute Qualität rauskommt, das zeige ich euch heute. Denn als erstes müssen wir logischerweise das Mikrofon erstmal auspacken und da gibt es natürlich auch schon ein paar Tipps und Tricks, was man dann verwendet an Zubehör, was der Hersteller mitschickt, und das Ganze stelle ich euch jetzt einmal vor. Also wir packen erstmal das Mikrofon aus. Die ganzen Beilagen brauchen wir hier nicht. So. Und da ist euer neues Mikrofon, in dem Fall mein neues Mikrofon. Wenn ihr euch fragt, sein Mikrofon ist ja rot, meins ist nur schwarz, gibt es das auch in anderen Farben, dann schaut unbedingt mal in das letzte Video rein. Da habe ich nämlich meine neuen Mikrofone gezeigt, wo ich das Custom-Made anfertigen lassen habe. Und das ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Also schaut da unbedingt mal rein. Ich habe hier hinten auch noch mal ein Logo von meiner Podcast-Agentur. So sieht das Ganze also aus. Ist ein Mikrofon mit einem Stativ sozusagen schon inbegriffen, was dann auf ein weiteres Stativ draufgeschraubt wird. Und was wir jetzt aber noch brauchen, was ich euch empfehlen würde, ist, dass wir einmal den Popschutz, der hier vorne drauf ist, das schwarze, einmal austauschen gegen den dickeren, der auch im Lieferumfang schon mit dabei ist. Dafür müssen wir einfach nur mal den Ring hier lösen. Das Mikrofon können wir mal hier beiseite legen kurz. Und dann ist hier in der Verpackung noch ein dicker Popschutz und ein Adapter für die Stative, die man dann unter das Mikrofon schraubt, damit ihr das Mikrofon auf euren Tisch stellen könnt oder eben auch auf ein Mikrofonstativ mit einem Schwenkarm oder was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Genau, und als erstes schrauben wir jetzt also den mitgelieferten Popschutz drauf. Der hat hier so ein paar Stellen, die dreckig sind, aber das soll uns mal jetzt nicht stören. So sieht das Ganze aus. Warum nehme ich jetzt den dickeren? Beziehungsweise Popschutz, Windschutz, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Der dickere ist effektiver, was die Plosivgeräusche angeht, und dadurch, dass ich nicht immer Kontrolle habe, wie nah die Gäste oder die Kunden an das Mikrofon rangehen, nehme ich lieber den dickeren, um auf Nummer sicher zu gehen, und dann passe ich im Nachhinein in der Software nochmal per EQ die Frequenzen an, um da ein besseres Signal rauszubekommen. Wenn euch das auch nochmal im Detail interessiert, wie ich so ein aufgenommenes Signal dann bearbeite und bereitstelle für die Veröffentlichung auf verschiedenen Plattformen wie Spotify und Co., dann lasst gerne mal eine positive Bewertung da und schreibt einen Kommentar, und ich zeige euch dann, wie ich das Ganze im Computer nachbearbeite. Das heißt, neben dem Mikrofon brauchen wir also noch ein paar andere Sachen. Wie gesagt, das, was dabei lag hier, der Adapterring für ein Tischstativ beispielsweise. Da nehme ich so ein Dreibeinstativ von Amazon. Der Name ist der Monacore 12, MS12 oder irgendwie so in die Richtung. Den schraubt man einmal auf, drückt hier so runter und dann kann man den auf den Tisch stellen. Und dann müssen wir natürlich da auch noch den passenden Adapter nutzen, denn wenn man jetzt schaut, kann man hier nicht einfach das festdrehen. Das muss man dann hier mit so einem Adapterring, am besten mit den Einbohrungen nach außen, damit man das per Münze oder ähnliches dann auch wieder lockern kann. Wenn man das andersrum reinschraubt, dann wird es etwas schwierig, den auch wieder rauszubekommen. Und dieses Stativgewinde hier, das ist nämlich eigentlich für ein dickeres Stativ und nicht so ein normales Mikrofonstativ gedacht. Also wir haben es einmal festgedreht und dann dreht man das Stativ einfach mit dem Mikrofon fest und schon steht das Mikrofon. Jetzt müssen wir aber das Mikrofon auch noch zum Computer verbinden, und da brauchen wir noch ein Audio-Interface oder USB-Mischpult. Ich empfehle immer gern Audio-Interfaces, weil die recht einfach sind, meistens auch deutlich kompakter und kostengünstiger. Ich nutze jetzt hier das SSL2 und ich bin ein großer Fan von Solid State und nutze da recht viele Sachen. Das Einzige, was man halt bei dem SM7B, worauf man achten muss,
ist, dass das Interface genug Saft hat. Denn das Mikrofon braucht eine starke Vorverstärkung. Das ist immer unterschiedlich bei einem Großmembran-Kondensatormikrofon zum Beispiel. Da braucht man nicht so viel Power und da kann man auch ein kostengünstigeres Interface nehmen. Jetzt aber bei dem SM7B, was ein dynamisches Mikrofon ist, das hat alles Vor- und Nachteile, welche Typen die Mikrofone sind. Dynamische Mikrofone haben zum Beispiel den Vorteil, dass die nicht so viel Raum mit aufnehmen, also nicht so viel Hall im Raum. Und umso näher man ist, umso cleaner, umso sauberer ist das Signal. Und das geht natürlich bei allen Mikrofonen, umso näher man dran ist. Aber das SM7B ist halt eben so konzipiert, dass es sehr laute Signale aufnehmen kann. Also wenn ihr direkt vor dem Mikrofon seid und reinschreit, dann kann das Mikrofon das ohne Probleme verarbeiten. Das ist halt immer Plus und Minus, welche Mikrofontypen man dann wirklich nutzt, ist jedem selbst überlassen. Wenn ihr da irgendwie auch noch mal mehr Informationen zu haben wollt, schreibt mir gerne einen Kommentar und ich kann das in den nächsten Videos auch noch mal näher beleuchten. Aber jetzt mal zu dem Audio-Interface. Das Ganze ist also ein SSL 2 mit 2 Kanälen. Braucht man jetzt nicht unbedingt, wir benutzen ja nur einen. Und das muss per XLR-Kabel dann verbunden werden. XLR hat einmal eine Female- und eine Male-Seite. Was jetzt was ist, ist relativ offensichtlich. Und das muss man jetzt also einerseits mit der Female-Seite in das Mikrofon stecken. So, bis es klackt. Und auf der anderen Seite per Mail dann in das Audio-Interface. So. Genau, und schon ist das Ganze verbunden. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eins, nämlich das Interface muss mit eurem Aufnahmegerät verbunden werden, also Computer oder in meinem Fall jetzt ein Tablet. Ich verbinde das also jetzt mit einem iPad per USB-C. Man sieht, das fährt schon hoch, wurde auch direkt erkannt von meinem Tablet. Und jetzt könnte ich schon direkt aufnehmen. Also das ist ja der Vorteil daran, vor allem auch an Mac-Geschichten. Man muss jetzt nicht noch irgendwelche Treiber installieren. Wenn ihr auf Windows da irgendwie Schwierigkeiten habt, dann müsst ihr einmal noch auf die Produktseite gehen und euch gegebenenfalls Treiber runterladen. Und müsst logischerweise bei beiden Systemen dann das Ganze noch in eurer Software auswählen. Also in meinem Fall heißt das jetzt SSL 2. Und jetzt muss man das Ganze noch vor dem Mund platzieren. Ich würde mal sagen, wie gesagt, versucht erstmal relativ nah, aber am besten sagt man immer eine Faustbreit dazwischen. Also dass man ein bisschen Abstand hat mit einer Faust und dann pegelt ihr das Ganze ein von der Lautstärke her, dass der Pegel, wenn ihr normal sprecht, so zwischen -20 und -10 ist. Das heißt, wenn ihr dann nämlich schreit oder lauter sein solltet, weil ihr irgendwie lachen müsst, dann übersteuert ihr nicht direkt. Und wenn wir jetzt auf Aufnahme drücken, können wir direkt mal reinhören, wie sich das Ganze jetzt anhört, vor allem auch in dem Vergleich zu meinem Ansteckmikrofon. Und ihr werdet merken, das ist wirklich direkt so eine Studioqualität. Ich habe jetzt natürlich auch ein hochwertiges Ansteckmikrofon und sitze in einem Studioraum mit guter Akustik. Das heißt, das Signal sollte sowieso schon relativ gut sein. Aber wie ihr seht, so einfach kann man eine Aufnahme machen. Jetzt läuft es schon und mehr oder weniger könntet ihr das jetzt auch direkt schon hochladen. Ich mache dann natürlich noch ein bisschen Nachbearbeitung, passe den Pegel an, schaue, dass das vielleicht noch ein bisschen komprimiert wird, damit die leisen Stellen jetzt nicht zu leise sind und die lauten Stellen nicht zu laut, also dass die Dynamik einfach ein bisschen angepasst wird. Wie gesagt, wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, dann können wir uns das Ganze auch in einem weiteren Video mal genauer anschauen. Aber das war es jetzt eigentlich schon. Es ist wirklich sehr simpel. Also, ich gehe nochmal durch. Mikrofon auspacken, Mikrofon per Adapter auf das Stativ stellen und festschrauben. Dann mit einem XLR-Kabel, welches ist jetzt auch nicht so super wichtig. Nehmt am besten einfach nicht das allergünstigste, aber auch nicht das teuerste. Cordial ist zum Beispiel eine gute Marke, die ich empfehlen kann. Per XLR dann in euer Audio-Interface oder Audio-Mischpult oder was auch immer ihr vielleicht auch schon habt. Man muss sich ja auch nicht immer direkt was Neues kaufen, aber ich bin halt ein Fan von dem SSL 2, weil das genug Pegel, Lautstärke hat, genug Vorverstärkung hat für das SM7B.
Und dann verbindet ihr das Audiointerface nur noch mit eurem Computer oder Tablet, wie auch immer. Wählt dort natürlich das Audiointerface in eurem Aufnahmeprogramm aus. Da empfehle ich Audacity. Das ist wirklich einfach zu bedienen und kostet nichts. Und dann könnt ihr schon aufnehmen. Eine Sache noch, Audioaufnahmen mit Stimme und ähnliches ist eigentlich immer Mono. Wir haben hier nur ein Signal, Mono, ein Kabel, ein Signal. Wählt am besten immer Mono aus. Wir haben hier nichts mit Stereo zu tun. Stereo ist einfach unnötig, bringt nichts. Da ist dann einfach der rechte Kanal leer oder wird gedoppelt und dadurch hat man doppelte Datenmenge. Es bringt einfach wirklich nichts. Aber wie ihr seht und hören könnt, so schnell kann man mit dem SM7B direkt einen hochwertigen Podcast aufnehmen. Wir sehen uns also im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö!